strange. The case I go underground. Hallo. Buenos dias. Buenos dias. Wie geht's? Alles wunderbar. Jo, das ist hier mein kleines Reich. Folgen Sie mir. Ja. Ist auch ein bisschen wie ein Museum. Ich habe noch eine gewisse Kollektion an exotischen Gitarren. Ein paar Duesenbergs, aber hier zum Beispiel Gitarre für Ron Wood 1999. War unser erster großer Erfolg. Ich bin natürlich Fan von meinen eigenen Gitarren, das sind die besten. Natürlich. Aber ich habe auch so eine Leidenschaft für einen Antonio Pioli Vandré. Das war ein Italiener, der hat ab 1959 Elektrogitarren gebaut. Und zwar als hätte jemand die Elektrogitarre auf einem anderen Planeten erfunden, weil die hat so viel völlig irre Features. So, der Typ hat in einer Fabrik für Flugzeugteile gearbeitet und wusste, wie man Metall und Aluminium insbesondere bearbeitet und hat diese Hälse hier aus einem Aluminiumprofil gemacht. Okay. Und auch verrückte Sachen hier, diese Kopfplatte angesetzt, auch mit so einem Aluminiumrahmen. Was ich an dem bewundere, ist, der hat praktisch die Sachen von einem anderen Blickwinkel gesehen. Der hat nicht irgendwie die Amis kopiert, die natürlich alle gut waren, sondern hat gesagt, ich mache das mal so, wie ich mir das denken würde. Und so dieser Sache folge ich auch oft in irgendwelchen neuen Entwicklungen. Wo hier zum Beispiel die Saiten laufen hier innen durch dieses Gewinde, mit dem man die Oktavreinheit verschraubt, kommen hier wieder raus. Eine völlig irre Idee, aber irgendwie, ja, man kann das so machen. Und hier stellt man das ein. Das ist wiederum ein italienischer Blowout, weil das ist alles irgendwie viel zu nah zusammen. Das ist bei allen italienischen Gitarren, die haben alle so den einen oder anderen Fehler, wollen wir sagen. Aber das ist schon irgendwie ziemlich irre hier. Oder auch hier dieses Burst, da haben sie die Bodies unter die Decke gehängt und dann ist einer mit einer Kerze da drunter gegangen, hat diesen Schmauchruß da drauf gebracht. Okay. Vandré hatte noch ein anderes Label, Frametz und eins auch, glaube ich, unter Davoli. Die erste von 5 Duesenbergs, 1996. Kleines B.B. King-Signet, weil ich da dreimal das Vorprogramm gespielt habe bei dem Bibi, der ja jetzt leider nicht mehr unter uns ist. Ja. Boah, das war so der Anfang. Und er wurde begeistert aufgenommen. Die James Bond Paloma. Okay. Das war eine limitierte Auflage. War ganz teuer, aber ist natürlich auch was Besonderes. Wann kam die raus? Das war vor 2 Jahren, glaube ich. Okay. 007. Genau, die ist signiert von David Arnold. Und ein Hans Zimmer steckt da auch noch mit drin. Hier haben wir auch noch ein interessantes Modell, ein bisschen Vandré adaptiert. Das Modell Julia, nach meiner Tochter benannt. Hat auch hier diese konisch geformten Tonabnehmer. Das entstammt alles so ein bisschen meiner Vandré-Leidenschaft. War auch ein schönes Modell. Die Schallkabine, die seit Jahren praktisch nicht benutzt ist. Ich habe keine Band hier mehr. Schade. Ja, aber irgendwann wird es wieder angehen. Total isoliert, draußen hörst du keinen Ton. Oder fast keinen. Und ja, es ist alles da und wird nicht benutzt. Aber ist schon alles gutes Equipment. Und Was sind denn das für Verstärker da? Oder? das ist so ein Argentinier, Pablo Cahayan, in der Nähe von Madrid. Das ist ein AC30-Nachbau mit Hall. Weil AC30 ist ein guter Amp, aber hat keinen Hall. Stimmt, ja. Fand ich immer einen großen Makel. Ach, hier noch meine Rollinger Band bei B.B. King. Das kommt aus einer Fargo-Serie. What if you're right and they are wrong? Und hier Tito von Tito und Tarantula, der auch die ganze Band spielt. Alle spielen unsere Instrumente.
gut erzogener, gebildeter Mexikaner. Ja. Er spielt in fast allen Rodriguez-Filmen mit. Wird immer ermordet. Oder? Findet immer den Tod. Wenn Sie mir folgen. Das tue ich. Das sind alles so. Ich habe keine so normalen Les Paul oder so ein Kram. Das interessiert mich auch nicht. Ich habe keine einzige Fender-Gitarre. Ich sammle so ein bisschen so Gitarren, die so ein bisschen was Besonderes sind. Auch ganz heiß hier, ein Italiener, Enrico Di Donato. Guck dir das an, hat hier so ein Alu-Unterbau in der Nähe von Venedig ist er am Schaffen. Finde ich irgendwie ein gutes Konzept alles irgendwie. Es hat alles Hand und Fuß. Und habe ich doch richtig gesehen, ne? Kill Bill inspiriert. Ja, hier, Kill Bill. Genau. Ja, ich habe mir dann noch eine bauen lassen, die hat keinen Kill Bill, aber hat auch diesen Kerzenschmauch hier. Ah ja. Mein erstes Design 1978, die Rockinger Lady. Diesen kleinen Hintern. Und der etwas tittenförmigen Pickguards, könnte man sagen. Viel Erotik drin, samt dem Kopf. Ja. Auch nicht sehr erotisch. Die Lady. Und ist gerade wieder reproduziert worden. Ah, okay. Nochmal das Modell Paloma, was verkauft sich gut. Ist keine Fender, hat ein bisschen so einen Touch davon, aber ist halt doch eine völlig eigene Form. Das ist ein Nachbau von einer Vandré Modell Scarabeo. Diese ganzen Relikte, verschiedene Tremolos über die Jahre. Das sind Prototypen, oder? Ja, aber sowas ist auch das ist in Serie gegangen. Okay. So Ende der 90er. Ich wollte immer ein besonderes Tremolo haben. Und das Tremolo ist meine Passion. Romeo over Romeo, come on, domino. Romeo over Romeo, so domino. Romeo over Romeo, domino. Don't need to prolong it. Immerhin hier ein Dankesschreiben von Obama, der mal durch das hannoversche Bürgermeisteramt wurde dem eine unserer Gitarren geschenkt. Aha. Er ist Linkshänder und wir haben die auch noch personalisiert und natürlich Linkshand und Okay. so kann kaum jemand von sich behaupten, dass Obama eine Gitarre Das stimmt. hat. Hier ist noch dieses James Bond Sache hier, David Arnold und Hans Zimmer. Was haben wir hier noch? Ach, hier Paloma mit Johnny Depp. Das ist auch ein schönes Foto. Meine Tochter, Jule Gölsdorf, hier schreibt Bücher. Okay. Das ist schon das 4., glaube ich. Dann sind aber mehr so Krimi-Novellen in Monaco. El Gran Wyoming. Das ist so der spanische Harald Schmidt, könnte man sagen. Der Okay. hat immer von Montag bis Donnerstag so eine Fernsehshow, wo sie das politische Geschehen sehr linksgerichtet zerfleddern. Und der schreibt auch Bücher, hatte eine Band, spielt auch echt gut Gitarre, singt und begnadeter Mensch. Bob Dylan kann auch kaum jemand sagen, dass der eine Duesenberg-Gitarre hat. Und diese Fotos waren in allen Medien, sind die erschienen. Irgendwie. Das war so ein Event für hier Michael Douglas, so ein Filmpreis. Da war er der Special Guest. Da haben alle möglichen hier, Joe Walsh und hier Mike Campbell, der Tom Petty-Gitarrist. Das ist so ein eigenes Modell dann von euch. Ja, ne? ja, genau. Und da haben wir jetzt kein Bild von Tom Bukovic auch, ne? Mittlerweile. Das habe ich nicht, ne.
Hier noch ein Dankesschreiben von Johnny Depp. I thank you for this masterpiece. My thanks, respect and amazement. Yours, Johnny Depp. Hier noch mein Verein Atletico Madrid. Wir müssen immer gewinnen und Real Madrid muss immer verlieren. Okay. Ja, seit ich in Spanien wohne, bin ich auch mit dem Fußball wieder warm geworden. Okay. Hat so ein Madrider Künstler mal gemacht im Tausch gegen eine Elektrogitarre für seinen Sohn. Wie fing das an? Wie fing alles an? Offiziell 1978, aber das fing schon viel früher an, weil ich war ja schon lange Gitarrist, Okay. aber kein guter. Ich war immer zu faul zum Üben und habe die Schuld aber immer auf meine Gitarren geschoben und habe dann immer die ganzen Gitarren, die ich wieder neu hatte, ich habe erstmal alles demontiert und geguckt, wie die Sachen funktionieren, die Tonabnehmer auseinandergenommen, die alle Schrauben, was weiß ich alles. Da hatte ich schon mal so ein ganz gutes Grundwissen. 1976 bin ich nach Würzburg gezogen und hatte so einen Stratthals mit vermackelten Bünden und brauchte neue Bünde und irgendwer erzählte mir, es gibt in Erlangen oder in Bubenreuth einen Gitarrenbauer, der mir das neu bebunden würde. Und da bin ich zu dem hin, das sind so 120 Kilometer von Würzburg nach Erlangen. Und da war damals die ganze Gitarrenindustrie, die ganzen deutschen Firmen, Framus, Höfner, Klira und eine Menge Geigenbauer, Gitarrenbauer, alles. Und da habe ich bei dem Gitarrenbauer den Hals abgeliefert, da haben wir noch ein bisschen charliert und ich habe dann gedacht, was ist denn hier noch so überhaupt? Ich habe schon gesehen, irgendwie bin da bei Höfner vorbeigekommen. Ja, hier sind alle möglichen. Und dann hat er mir Zuliefereradressen gegeben, weil das wissen die wenigsten Leute, eine Gitarrenfabrik, die macht nicht alles selber. Die macht Holz und Lack und Einstellungen, aber so die ganzen Metallteile, das sind immer spezialisierte Firmen, die das machen, Plastik, Pickguards, alles. Es gab auch eine Firma, die machten so Halsrohlinge. Naja, die habe ich jedenfalls alle abgeklappert. Schön damals noch ohne GPS mit Straßenkarte. Das Beste war eine Metallfirma, Müller und Sohn. Die machten so die ganze Hardware, aber auch für Firmen wie Gibson, Gretsch. So alles mit Schablonen gefräst, vom Feinsten. Da habe ich dann so gesagt, ja, wenn ich eine Idee hätte, können Sie mir das auch machen? Ja, wir können alles machen, sagte der alte Müller. Ja, und das Erstaunlichste war aber seine Preisliste. Sagen wir mal, ein Wraparound Einteiler-Steg, den gab es damals nur von Badass, der kostete, sagen wir mal, 80 Mark oder so. Und quasi dasselbe, eigentlich noch in besserer, massiverer Qualität, stand da für 7,68 Mark in seiner Liste. Und da gingen mir die Dollarzeichen in den Augen an. Und die anderen auch. Dann gab es noch einen, der machte Pickguards, konnte einem auch Strat- und Telecaster picken. Er konnte alles machen. Er hatte auch ein schönes Schildpad zum Beispiel, was schon damals immer gesucht war, dass man da was Dekoratives fand. Ach, denn diese Holzfirma, dann gab es noch den Shadow, der machte Tonabnehmer, bei dem habe ich dann später jede Menge Tonabnehmerteile erworben. Naja, jedenfalls musste ich das erstmal sacken, habe mein Jurastudium quasi sowieso an den Nagel gehängt, weil Jura studieren nur Leute, die nicht wissen, was sie anderes machen sollen. Und ja, dann habe ich so gegrübelt und bin auf diesen ersten Gitarrenbausatz der Welt gekommen. Dass man den Leuten, ich will ja immer den Leuten was Gutes tun und man gibt denen quasi ein Body rechteckig und einen Hals, wo die Kopfplatte auch noch rechteckig ist, aber schon ein paar Fräsungen drin sind, dass ich das leicht zusammentun kann. Müssen dann zum Tischler gehen, sich die Form aussägen lassen. Ja, das war der erste Elektro-Gitarrenbausatz dieser Welt. Habe ich halt mein Gewerbe angemeldet. Damals hieß das noch Atze Soundhouse, weil Atze ist mein Spitzname. In Hannover nennen mich alle Atze. Aber hier in Spanien stelle ich mich immer als Dieter vor. Wobei die Leute
dann das IE immer hier, die Spanier sprechen das dann immer Dieta aus. Und ich sage, nee. Anzeige damals im Fachblatt hieß das noch. Ja, und da kamen dauernd Bestellungen. Und ich hatte natürlich auch gute Preise, aber wegen dieser Kalkulation der günstigen Zuliefererpreise war praktisch echt total, habe gut verdient, aber habe auch, war mehr als konkurrenzfähig. Und es gab damals gab es, glaube ich, noch nicht mal die Marzio-Pickups, oder doch, die gab es schon, aber es gab ganz viele Sachen, ein paar Schallerteile, Bixbys, naja. Ich habe den Bassisten unserer Band mit hinzugenommen, Michael Zülsdorf, Gülsdorf und Zülsdorf. Und dann haben wir die Rockinger GmbH gegründet. Und das war alles noch in Göttingen, damals umgezogen, samt meiner Tochter Jule Gülsdorf. Und dann sind wir zurück nach Hannover gezogen, haben da so ein Hinterhaus angemietet. Und bald auch angefangen, da selber Holz zu produzieren. Bodies, Hälse, immer peu à peu, weil das Geld kam immer echt rein. Man konnte sich Sachen kaufen, die man sonst nicht gehabt hätte. So. Zurück zu dieser Müller & Sohn Hardware-Kompanie. Da habe ich dann angefangen, mir selber Sachen auszudenken. Da komme ich auch noch wieder zurück auf den Herrn Antonio Pioli-Vandré, an dem mich ja fasziniert, dass der die Sachen aus einem anderen Blickwinkel gesehen hat. Irgendwie, da sagt, ich mache nichts nach, ich überlege mir, wie hätte ich das gemacht, und habe ich dann so diverse Sachen entwickelt. Erstmal ein Einteilersteg, der nicht diesen Abstand hat, wie es die Les Paul Juniors zum Beispiel haben, sondern der enger zusammen ist wie eine Tunomatic Bridge, weil ein Einteiler klingt immer irgendwie besser als so eine Seitenhalter-Brückenkonstruktion. Ja, hat er mir schön gemacht, gefräst, alles wunderbar. Der erste Einteiler als Tunomatic Bridge Replacement. Damals kam Floyd Rose mit seinem Locking Tremolo auf den Markt. Matthias Japs von den Scorpions, der war einer der ersten, die das hatte. Das hatte aber keine Feinstimme und es war ein ewiger Nerv. Wenn du eine Seite nachstimmen wolltest, musstest du halt die Schraubkanal lösen und nachstimmen und wieder festziehen. Beim Festziehen konnte sich das auch nochmal wieder leicht verstimmen. War einfach inakzeptabel. Und da habe ich dann gegrübelt, Feinstimmern müssen her an der Brücke. Da habe ich dann mit dem Herrn Müller das alles ausklamüsert und dann haben wir das Rockinger True Tune Tremolo entwickelt. Das erste Feinstimmer-Tremolo dieses Planeten. Leider hat der Floyd Rose kurz drauf sein eigenes gehabt und hatte ein Patent, ich hatte auch ein Patent, aber seins war 2 Wochen jünger als das meine. Hätte ich ansonsten wahrscheinlich viel Geld verdienen können damit. Die nächste Sache war die Black Box. Das ist auch wieder so ein, in Sachen Wandere. Man muss die Sachen anders angehen und daraus entwickelt man Erfindungen, Produkte. Und ich habe gedacht, ja Mensch, hier bei so einem schwebend aufgehängten Tremolo, die reißt eine Seite, dann gehen die anderen Seiten alle außer Stimmung, weil sich die Kräfteverhältnisse des Seitenzugs und der Gegenfeder ändern. Und da dachte ich, wir brauchen so einen Nullanschlag, den man aber auch wieder noch wegdrücken kann. Das war die Rockinger Black Box. Haben wir Unmengen von verkauft. Gibt's bis heute, gibt's auch Kopien von und alles. Ja, so Sachen, die man sich ausdenkt und realisiert letztlich. Ja, unser Hinterhausladen mit Werkstatt lief wunderbar damals. Kam noch ein Thomas Stratmann, fing bei uns an zu arbeiten, so ehemaliger Tischler mit unheimlichem Know-how. Und der kam irgendwann auf die Idee, man könnte doch auch nicht nur wir haben da damals viele Bausätze gemacht, so Custom-Bausätze nach Kundenwunsch, alles Mögliche, was die Leute wollten. Und der kam dann auf die Idee, man könnte doch auch Kurse anbieten, Gitarrenbau in 2-3 Wochen Kurs, wo jeder sich seine eigene Gitarre baut. Na, war ich erstmal skeptisch, aber warum nicht? Und dann wollte Thomas das aber
irgendwo der kam aus Ostfriesland, in Ostfriesland auf irgendeinem Campingplatz ein riesen Zelt aufbauen und so, da bist du wahnsinnig. Das machen wir auf Mahner Insel, Formentera, weil Formentera war damals schon für mich so ein gelobtes Land. Da bin ich unzählige Male immer im Urlaub, Sommerurlaub, Herbst nach Formentera und dachte, Mensch, das wäre doch ein Platz, ein echt freakiges Island, viel Musik und ja, dann bin ich da irgendwann hin. Wir sind dann übereingekommen, dass wir das machen. Wir haben erstmal auch das publiziert, hatten gleich, glaube ich, 70 Leute, die da zugesagt haben. Die haben alle auch ihre Anzahlungen erbracht. Wir hatten echt ein dickes Konto, obwohl es existierte noch gar nichts, alles blaue Luft. Aber ja, ich dann schön, es war im März oder so nach Formentera, habe die Werkstatt gesucht und gefunden, was gar nicht so einfach war. Aber wir haben einen super Platz gefunden in San Fernando, heute San Ferran, war ja alles katalanisch. Irgendwann kamen die ersten Kursteilnehmer und das ist alles gut gelaufen. Thomas, genialer Lehrer und ja, die Leute haben alles gemacht, den Hals geraspelt, den Korpus gesägt, geschliffen, Tonabnehmer gewickelt, also die Gitarre praktisch aus dem Nichts bis zum wunderbaren Endprodukt. Und ja, da war ich 3 Jahre. Es war aber nicht so mein Ding. Ich bin ungeduldig. Und du hast in so einem Kurs immer so 1, 2 Leute, die einem auf den Geist gehen. Und das kann ich nicht ertragen. Ich habe sogar mal einen Kurs selber alleine geleitet. Mann, oh Mann. Aber nach 3 Jahren, dann ist auch unsere Rockinger-Firma über unserer Absenz etwas den Bach runtergegangen. Viel Weinweib und Gesang. Zülsdorf war auch, mein Kompagnon war auch Partner der Formentera Guitars. Dann haben wir das verkauft an einen Ecki Hoffmann. Und da haben wir uns wieder ein bisschen mehr um die Firma gekümmert. Das war aber schon eigentlich alles zu spät. Wir hatten Mahnungen von Krankenkassen, 1000 Schulden und und außerdem über diese Formentera-Zeit hat mich die Frau meines Kompagnons extrem genervt, eine blöde Zicke. Und ich war, ja, wie gesagt, auch, mein Limit ist in manchen Sachen niedrig. Und ich habe jetzt langt's mir hier, wir müssen uns trennen. Das wollten die natürlich nicht. Was einen ernährt, gibt man nicht so gern auf, aber man muss ja auch ein bisschen sich so verhalten, dass das alles passt. Angebote habe ich gemacht, alles Mögliche. Aber die wollten das nicht. Ich habe gesagt, Leute, guckt euch unsere Konten an und wir haben riesen Schulden. Wenn ihr das nicht wollt, melde ich jetzt Konkurs an. Und ne, wollten sie nicht. Bin ich zum Gericht, habe den Konkurs angemeldet, kam zurück. Da hatten sie schon die Schlösser ausgetauscht und kriegte ich so ein Schreiben vom ihrem Anwalt, dass ich als Geschäftsführer entlassen bin. Und war ich erstmal draußen irgendwie aus meiner eigenen Firma. Meine Gattin steckte da auch noch mit drin, mit 10% GmbH-Anteilen. Hat sich aber glücklicherweise auch mit meinem Zülsdorf verkracht. Nach einem Jahr, die waren sowieso nicht in der Lage, diese Firma zu führen. Und nach einem Jahr waren sie quasi, die haben sich einen Kredit irgendwie aufgenommen von irgendeinem reichen Bekannten, um das nochmal wieder weiterzuführen. Waren aber auch wieder pleite. Und da hat mir dann meine Gattin, mit der ich schon Zeit nicht mehr zusammen war, ihre 10% überschrieben. Und dann habe ich den Zülsdorf und seine Frau rausgekantet und war ich halt wieder selber Atze Rockinger. Nimmt auf jetzt, ne? Ach ja, noch Formentera habe ich immerhin 2 Bücher geschrieben, so Novellen, zweite auch mit etwas Mord und Totschlag. Okay. Und das erste geht mehr über die Schule, aber auch ganz viel Sex und Drugs und Rock'n'Roll, alles dabei. Jedenfalls Angst und Schrecken auf Formentera und Formentera Fieber. Bumm. Okay, super. Schnitt. Irgendwann habe ich gedacht, wir müssen auch mal eine eigene Gitarrenmarke machen. Hatte so ein paar Ideen, was mehr so
Stratocaster orientiert. Dann gab es noch von einem bekannten Entwurf, ganz extrem, alles aber mit so spitzen Kopfplatten und ja, hatte irgendwie eigentlich auch für mich damals auch Hand und Fuß. Und dann haben wir angefangen, Duesenberg. Auf den Namen bin ich gekommen. Ich habe unter Freunden 500 Mark geboten, wer mir einen guten Namen bringt. Weil ein guter Name ist ja das erste Wichtige, was man haben muss. Und ein Fargo-Pedder aus Hannover, Bassist, der kam dann an mit Duesenberg. Habe ich gesagt, na, Duesenberg, ja, das klingt irgendwie gut. Das waren damals die ersten, teuersten amerikanischen Autos in den 20er Jahren. Ne? Daher ist der Name. Okay. Und ist grafisch ein bisschen kompliziert, weil langes Wort, aber egal. Dann hat noch damals einer dieses erste D designt und haben wir diese Duesenbergs produziert mit Tremolo, wo man am Korpus stimmte. Oben wurden die Saiten nur in der Kopfplatte so festgelockt. Ein Rollensattel war eigentlich super, aber hat sich nicht verkauft. Das war so eine der wichtigen Erfahrungen meines Lebens, wenn man irgendwas Neues macht. Man darf nie zu weit weg vom Gewohnten gehen. Ne? Obwohl, gut, diese Korpusse, das war wie eine Straten oder damals so eine verschlankte Strat, die Hörner ein bisschen schlanker, spitzer. Aber letztlich, es war kein richtiger Erfolg. So. Und dann kam halt irgendwann die Pleite und dann war das alles Vergangenheit. Aber eben Duesenberg in den 80ern. Jo, nach der quasi fast Pleite mit Rockinger habe ich dann Göldo gegründet, Göldo Gitterparts. Weil Gölsdorf, Göldo, war es auch ein bisschen leid, so Rockinger mit diese Kundenkontakte, diese ewig gleichen Gespräche und Fachsimpeleien, irgendwann ist man das leid. Und das hat aber ein Freund von mir übernommen, Rockinger, ein Andreas Mertens, der macht das bis heute. Super. Wir haben aber damals auch zusammen beschlossen, keine Bausätze mehr, keine Reparaturen, alles nur ein Sortiment von Teilen zum Verkaufen. Aber auch ja, Bodies, Hälse, aber eben alles nur keine richtige eigene Produktion und Werkelei. Und ich habe dann eben Göldo gegründet. Und das Konzept war, ja, nur an Händler und Importeure eigene Produkte zu verkaufen, die ich halt selber designt habe. Wie Tremolos, diese Blackbox. Ach, fällt mir auch noch ein, der Les Trem zum Beispiel auch. Das ist auch das ist auch ein Ding, was es nicht gab. Ein Tremolo für eine Les Paul oder ES, was das Stopptailpiece ersetzt. Ja, da muss man auch erst mal drauf kommen. Quasi ohne dass der Horror der Gitarristen ist immer, dass sie irgendwas an ihrem teuren Instrument bohren, fräsen, sonst wie müssen. Für mich ein totaler Unsinn. Das ist nur eine Gitarre irgendwie, aber egal. Jedenfalls war das ein richtig gutes Direkt-Replacement, was es bis heute gibt, was wir Unmengen von verkaufen. Und ja, das war auch so ein Schritt wie der Wandere, dass man so sagt hier, was ist das, was gibt es und wie kann man das machen oder anders machen. So, ne? Das war am Anfang wirklich kleine Brötchen backen, irgendwie so aus quasi, meine Mutter ist verstorben, die hat mir 80.000 Mark hinterlassen, das war schon mal eine gute Spritze, um das Ganze ein bisschen massiver anzugehen. Ja, das lief alles gut und irgendwann dachte ich, ich muss jetzt mal eine eigene Gitarrenmarke rausbringen und designieren. Und ja, der Name war schon da, Duesenberg. Und dann habe ich gedacht, ja Mensch, wir müssen da irgendwie anders rangehen. Die Gitarre muss traditioneller wirken, aber die darf nicht so billig aussehen. Guck dir eine Les Paul an, zum Beispiel diese Plastikteile, die da dran sind, das Buchsenblech, das Trussrod-Cover, das Picker, das kostet Centbeträge, das kostet nichts irgendwie. Und ich habe gedacht, ich mache das mal schön aus Metall. Dann habe ich mit einem Designer zusammen
habe ich gesagt, wie ich mir das so vorstelle, so eine Stufung, diese Linien, so ein bisschen ja diese aus dem Art Deco kommend. Also im Grunde ist es kein Art Deco in dem Sinne, aber jedenfalls haben wir denn so diese ganzen Teile, das Buchsenblech, das Trussrod-Cover, dann ist da noch so wie so eine Zierleiste, so ein Streifen drauf. Oben am Kopf, ja, das Cover, die Tonabnehmer, da habe ich dann so eigene Kappen auch machen lassen, die so ein bisschen anders aussehen als normale Humbucker, die das Auge so gewöhnt ist, aber eben nah dran. Manche sagen, das wäre wie ein Les Paul, aber das ist Quatsch. Erstmal hat die keinen spitzen Cutaway und es gab vorher auch schon so verkleinerte Jazzgitarren in dieser Form. Im Grunde ist es wie eine Jazzgitarre, nur kleiner und eben sehr rund im Ganzen. Und da bin ich dann auf die Frankfurter Messe und das war sofort ein Erfolg. Alle Händler haben gesagt, boah, das sieht geil aus irgendwie, das ist es. Und ja, und erste Orders und wir haben fleißig produziert. Damals noch, Bodies haben damals noch meine damaligen Ex-Schwiegereltern gemacht. Die hatten eine Möbelfabrik in der Nähe von Hannover. Okay. Und die Hälse auch, wir haben das alles hingekriegt, hatten einen Lackierer. Irgendwann kam dann eine China Ringo auf den Plan, eine Japanerin, die hatte eine Tour als Vorprogramm für, ich weiß gar nicht mehr für wen, und hat in Karlsruhe so eine mintgrüne Duesenberg Starplayer gekauft, zurück nach Japan und die wurde plötzlich berühmt wie Taylor Swift oder Lady Gaga. Und das Album von ihr, da haben sie noch überlegt, wie machen wir das Cover. Und da war die grüne Gitarre und der Fotograf hat gesagt, hier, nimm mal diese Gitarre. Und dann war halt unsere Gitarre auf diesen Covern. Und dann kamen Orders aus Japan, 200 Stück. Und wir mussten das alles irgendwie bewältigt kriegen. Ich bin auch alter, guter Freund von einem Chris Jagger, dem Bruder des Mick Jagger. Der hat damals in den 80ern so Bässe auch aus Aluminium und Fiberglas gemacht. Die haben wir versucht in Deutschland zu verkaufen. Das war aber auch ein Flop, weil auch wieder zu weit weg vom Gewohnten. Naja, aber die Freundschaft hat sich immer bis heute erhalten. Er war auch öfter in Madrid, hatte Gigs da, hat bei uns gewohnt. Und und der natürlich auch irgendwie Kumpel von Ron Wood. Und als der mal wieder in Hannover war, hatte ich gerade diese Gitarre mit diesem Perlbelag auf der Decke. Ne? Und ich sagte, ja, das wäre ganz geil. Ja, ich habe gesagt, das wäre eine Gitarre für Ron Wood. Der ist dann so mit Semaitis-Gitarren und so. Und ja, gib sie mir. Ich weiß, wo der wohnt. Ich bringe sie ihm. Bumm. Und ja, der Chris zum Ron. Ja, Ron begeistert. Hat auch alsbald gesagt, ich hätte ein Tremolo erfunden, das ähnlich wie ein Bixby ist, aber sich nicht verstimmt. Das war ein ganz wesentlicher Punkt. Das Tremolo verstimmt sich einfach. Unsere Tremolos verstimmen sich nicht. Der Chris hat eine riesen Fotoserie gemacht im Haus des Ron Wood. Und dann haben wir mit seinem Einverständnis 100 solche Gitarren produziert, mit dieser Perlmuttdecke. Er kriegte auch ein paar natürlich als Gegenleistung. Ja, und dadurch hat sich das immer mehr entwickelt. Und dann kamen weltweit die Orders. Wir haben eine Fabrik in Kroatien, unsere eigene Fabrik. Da wird alles gemacht. Holz, also Bodies, Hälse, Lackierung, Bündende, ein paar Sachen und die kommen dann alle nach Hannover und werden in Hannover assembled. Ne? Also alles bestückt mit den Komponenten eingestellt. Dann haben wir noch diese Pleckmaschine, die Bünde egalisiert auf ein Hundertstel Millimeter, was eine unglaubliche Seitenlage nachher bewirkt. Ja, also Duesenberg voll im Schwange. Dazu habe ich noch die Marke Cluson für Europa angemeldet, diese Mechaniken, die damals auf den alten Fender Gibsons drauf waren, schlechte Qualität, und habe die quasi nachproduzieren lassen mit Schriftzug auch, aber mit einem vernünftigen Getriebe, wie man das
Gut, das waren damals 60er Jahre, da war die Feinmechanik noch nicht so gut wie in den späteren Jahren. Aber das wuchs mir auch alles so ein bisschen über den Kopf. Alles. Da, ja, immer mehr Mitarbeiter und den Glücksgriff Ingo Renner. Der arbeitete beim PPC um die Ecke oder auch in Hannover. Und den konnte ich dazu bewegen, bei mir einzusteigen und die Sache zu leiten und zu übernehmen. Ich bin dann erstmal einen Monat mit meinem BMW in Süden und habe gesagt, hier hast du die Schlüssel und mach mal. Und der hat alles, kann, wenn ich so eine Firma leite, die ist irgendwann wieder pleite. Und Ingo hat einen unglaublichen Riecher und ein Organisationstalent und der hat das alles wir hatten eine gute Basis, aber der hat das alles so auch auf die Schiene gesetzt und bis heute. Und dadurch ist das so gemessen am Weltmarkt, ist da, ich glaube, was wir an Gitarren im Jahr produzieren, das produziert Fender in 2 Wochen. Aber wir haben jedenfalls unseren Stellenwert und alle sagen auch, ja, Duesenberg, das ist neben Gibson, Fender, Rickenbacker die einzige Gitarrenmarke, die es auch schon hätte früher geben können. Also die irgendwie ist nicht in dieser Riege der ganzen Halbkopien und Ganzkopien, sondern ist ein eigenes Ding mit eigener Berechtigung. Duesenberg, also nicht nur Gitarren zum Umhängen und Bässe, sondern wir sind ganz groß im Lapsteel-Geschäft. Und zwar hier ist so ein Ding, das ist ein Prototyp für eine andere Anwendung und hat Lapsteel jedenfalls, die haben normalerweise ist hier so ein Seitenhalter, wo diese Schwenkhebelchen für G- und H-Seite sind, dass man noch mehr diese Pedal-Steel-Effekte bewirken kann. Und habe ich auch, hier ist so auch ganz lustig, ein verschiebbarer Pickup. Ja, sind wir die Einzigen, vor allem hat das Ding, hat hier so ein Capodaster. Ja, super. In diesem, das ist so ein Alu-Profil, dieses Griffbrett. Macht man das hier fest und bumm und ich kann da selber gar nicht mit umgehen, aber es ist immer auch eine technische Herausforderung. Ja, die Amis kaufen das in Mengen bei uns, weil keiner hat sowas mit diesen kleinen Handhebeln und dieser Capodaster-Möglichkeit. Mit den Hand ist das Multibänder? Ja, im Grunde ist das. Multibänder. Hier siehst du auch mal das Griffbrett, das ist so ein Alu-Profil. Da muss man immer eine halbe Tonne Profil bestellen. Da haben wir gedacht, das werden wir nie los. Aber wir sind schon bei der 3. halben Tonne gelandet. Und ja, das wird dann noch hier so eloxiert, gelasert. Ja. Haben wir verschiedene Motive. Na, Lapsteel ist jedenfalls schwer dabei. Bumm. Geil. Also meine Passion ist ja bis heute das Tremolo. Ich habe über diese Jahrzehnte, unzählige verschiedenste Tremolos entwickelt. Und damals in den 80ern kam dieser Steinberger mit seinem Trans-Tremolo auf den Markt.
Das war ganz faszinierend, obwohl unglaublich übertechnisiert und ich glaube, die Leute haben auch alle Probleme damit gehabt, aber es hat mich irgendwie nicht losgelassen. Ich habe schon 1984 habe ich so eine Gitarre entwickelt. Da bestand der Korpus aus 2 Teilen. Der eine verschwenkbar zum anderen oder konnte man auch den Austrittspunkt jeder Seite genau einpegeln. Und das funktionierte auch. Aber in der Firma haben sie gesagt, hör auf, das verkauft sich dann nicht. Und Quatsch. Und naja. Aber jedenfalls, das Trans-Tremolo hat mich nie losgelassen. Jetzt habe ich hier, das kommt aus dem Jahre 2017 mittlerweile. Das ist alles die Jahre vergehen. Das hat eine Welle mit verschiedenen tiefen Einstichen, sodass der Bewegungsraum jeder Seite unterschiedlich ist und sich das so kompensiert, dass die Auslenkung immer dieselbe ist. Man höre. Das ist ein harmonisches Tremolieren, ein bisschen anderes Tremolieren, was bestimmt vielen Leuten gefallen wird. Das geht demnächst in Serie. Bei dem Tremolo, was wir eben sagen, das funktioniert nur für einen Seitensatz von 10 auf 46. Also da ist nichts einstellbar, aber es funktioniert halt gut in einem gewissen Bereich. Nicht 100% perfekt, aber harmonisch genug. Jetzt habe ich aber hier noch eins. Da kann man für jede Seite den Austrittspunkt einstellen in der Höhe. Okay. Viel Technik, aber letztlich ist es auch relativ simpel. Sind ein paar Schrauben, ein paar Böckchen und kann man halt jedes einstellen. Das ist eine Gitarre, die ist so nicht in die Produktion gegangen. Stattdessen die Paloma hat ein ganz witzige Feature hier, auch so eine Halsaussparung, dass man noch leichter bis zum letzten Bund kommt. Und hat ein schönes Tremolo hier. Sehr schmusig. Ja. Und hat Split King Pickups. Okay. So einer der besten Pickup-Ideen, die ich so in den letzten Jahren hatte. Und zwar ist da eine, sagen wir mal, wie eine Gibson-Spule drin und eine Fender-Spule. Die sind in den Werten unterschiedlich, aber die brummen nicht im Hamburger Betrieb. Die Leute sagen seit 50 Jahren, die Spulen müssen ganz genau gleich sein, sonst brummt. Das ist totaler Quatsch. Auch größere Abweichungen, das Brummen wird so gut wie unterdrückt. Und jetzt haben wir hier den Humbucker Sound. Humbucker und jetzt Single Cut. Da hat man dann auch schöne Zwischensounds. Nochmal voll. Also alle Klangwelten drin. Für manchen zu kompliziert zu bedienen, aber man kann halt wirklich jegliche Sounds damit reproduzieren. Und auch noch witzig hier, wir haben so ein Poti uns machen lassen, ein Tonpoti, was auf einem ganz kurzen Weg die Höhen
wegregeln. Ein Tonpoti braucht eigentlich niemand fast. Ne? Also ich glaube, das ist das am wenigsten benutzte Teil einer Gitarre, aber muss immer drin sein. Und ehe man ewig dreht, macht man lieber einen kleinen Töck. Machen wir mal. Auch noch ein interessantes Modell mit einem, ich nenne den SPK 90. Das ist ein Pickup, der hat eine P90-Spule und eine sogenannte Boost-Spule, die das Ganze noch fetter macht. Und außerdem ein neues Tremolo, was eine andere Lagerung hat. Man kann das bis nach hinten in den Korpus reinkippen, weil das hier kürzer ist. Für die Jeff Beck-Fans, ne? Zum Beispiel, ja. Und der Pickup, so ist der voll. So ist er angezapft. Und so ist er, das ist eine kleine Splitting-Funktion. Ist aber die ganze Zeit jetzt nur der? Ja, das ist Attrappe. Okay, okay. Mhm. Man hat in einem Pickup 3 sehr brauchbare, auch ziemlich unterschiedliche Sounds. Das klingt fast wie ein Hals-Pickup. Cool. Möchte uns auch gern als P90-Spezialisten bezeichnen, weil wir haben schon 1978 eine ganze Anzahl von Original P90s analysiert, durchgemessen mit einem Oszillographen und allem und haben so damals die bestmöglichsten Spulenwerte verifiziert. Und das ist bis heute. Hier ist auch eine neue Gitarre, die hat auch so einen P90, der hat aber auch eine Anzapfung und hat verschiedene Sounds. So ist er angezapft. Klingt mindestens so gut wie diese 57er
Les Paul Junior, die ich da habe. Ja. Das ist erstaunlich. Das ist eine der besten, die ich kenne. Ich hätte nie gedacht, dass man so einen Sound aus einer neuen Gitarre rausholen kann. Verstehe. Aber erstaunlich. Giulietta, nach der Julia die Giulietta. Ist ein bisschen kleiner, ein bisschen sparsamer, hat aber auch ein bisschen diese Vandré-Adaption des Korpus. Diese Tonabnehmer, hier sitzt ein Puff drin, ich glaube hier ein P90. In die Kappen kann man ja alles reinpacken, was man will. Und schöne Gitarre. Giulietta. So, hier, kleiner verrückter Prototyp, geht auch auf 1980 zurück. Ein unterirdisches Tremolo, könnte man es nennen. Wo der Hebel halt nicht oben rauskommt, sondern von unten nach oben. Wenn einem der Hebel im Wege ist. Ja. Wohl. Dreh mal um, das Geheimnis. Ja. Irre. Eigentlich ganz einfach. Wird aber kaum wer haben wollen. Oder auch hier eine Endpin-Verlängerung für Gitarren, die kopflastig sind. Kann man sogar einstellen in Stufen. Okay. Jawohl. Verrückt. Kleinigkeiten. Na. Die Drehbank kann man alles rund machen, zentrische Bohrungen und arbeite ich ganz oft mit diesem Teil. Und hier, warte mal, läuft es jetzt? Gut, läuft. Läuft. Oh, die Bandsäge habe ich mir mal hier in den Finger gesägt. Oh, Albtraum. Naja, aber es ist nur ein ganz bisschen taub, was zum Gitarrespielen eher zuträglich ist. Ja, hier normales Zeug, hier Bohrmaschine, Bumm. Aber von Flott, eine gute Marke. Ich dachte von BMW. Flott, deutsches Markenfabrikat. Auch hier noch so ein kleines Schleifband und all so ein Zeug. Ich könnte eine Eisenwarenhandlung aufmachen. Auch hier guck mal, hier diese ganzen 1000 Schrauben in allen Durchmessern und Formen. Und Eddie Van Halen, der unser Tremolo insbesondere berühmt gemacht hat in diesen 80er Jahren. Gitarren aller Art und aller Herkunft. Meine richtige Bandsäge. Hier. Und ganz wichtig hier meine Fräse. Okay. Ich schmeiß die mal an. Gerne. 18.000 Touren. Yeah. Da war mal so ein vorsinnflutlicher Motor drauf, den habe ich ausgetauscht gegen dieses Italien-Wunderwerk. Und ja, das geht gut. Okay. Hier noch eine Bohrmaschine, die Bodega hier. Oh. Die Bodega. Unter guter Aussicht. Hier eine Schleif- und Poliermaschine, kann man schön Messing mit auf Hochglanz plumpen. Hier ein und noch einen hier. Ein Zylinderschleifer. Und alles, was man so braucht für die Entwicklung. Mein Hardware-Museum hier. Da ist so alles an Hardware, was es mal gab, Meine Güte. fest zusammengefasst. Hier lauter eher Bassbrücken. Und hier 100.000 Tremolos. Hier auch der Les Trem mit den Feinstimmern. Ah. In Linkshand-Version sogar. Ja, alles von überall her. Irgendwie. Wie gesagt, das Tremolo ist meine Passion. Hier ein altes
Clearer, Tremolo, wieso? Ja. Bumm. Paul Carrack. Paul Carrack. Ja, tierischer Musiker, unglaublich. Also der spielt auch Duesenberg und er spielt mal so ein ganz unheimlich ausgefuchstes Solo. Wenig Töne, aber jeder Ton ist ein Knaller. Unglaublicher Typ. Der Mike Campbell Ja. und Johnny. Peter Stroud hier bei Sheryl Crow ist Oh, der, ja. da war der guter Gitarrist. Und der Mike mit seinem Sohn. Ach, mit seinem Sohn. Schön. Everything of someone. That's no reason to explode.